Hallo zusammen! Heute möchte ich ein Bild machen, ähnlich wie die letzten Bilder, aber nicht mehr so bunt, sondern dieses Mal in Schwarz, Gold und Silber, also recht dezent. Okay, ich habe mir hier so ein, ja ich sag's mal ein Draht mit Plastik umwickelt, also ihr seht es auch hier, ups, genau, man kann den so rumwickeln. Ich habe halt was gesucht, wo ganz dünn ist. Und mit dem habe ich es jetzt mal versucht und gemacht. Ich denke mal, es ist richtig cool geworden. Dann würde ich sagen, lasst uns starten. Bis gleich. So, dann lasst uns starten. Ich beginne mit dem Silber, mache das auf diese Seite und das Gold auf die andere Seite. Ich komme jetzt mit dem Schwarz am Rand. Muss schön schauen, dass die Ecken zu sind. Mache auch noch hier eine Linie in die Mitte rein und von der anderen Seite. So. Mein Swipe-Tool kennt ihr ja. Gut. Ich fahre jetzt hier nicht ganz durch. Weil jetzt hole ich mir das Silber von der anderen Seite. So. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen laufen lassen, damit ich wieder gleichmäßig Farbe verteilt habe. Und am besten auch die Farbe über die Kanten läuft. Ich habe jetzt die Kamera mal näher hingestellt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Muss ich einfach mal testen, wie es ankommt. Könnt ihr mir ja schreiben, aber ihr seht halt dann nicht alles. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Bild wende. Okay. Sehr schön dunkel noch. Gut. Ich putze mir geschwind mal die Handschuhe. Beziehungsweise kann ich die endlich ausziehen. Da sehe ich noch weiß. Ja. Gut, das kann ich nachher noch machen. Jetzt habe ich nämlich schon die Handschuhe aus, wie immer halt. Okay. Da ist mein Stäbchen. Ich nehme jetzt hier im Prinzip 300 Silikon, ein bisschen rein in den Becher, den kleinen. Wie gesagt, ihr braucht ja eigentlich nicht viel.
Müsste eigentlich schon reichen. Gut. Was ich jetzt machen werde, ich werde mich ein bisschen auf das Bild konzentrieren. Wird es vielleicht dann noch ein bisschen schneller laufen lassen. Und dann habt ihr mehr davon. Und ich kann mich besser konzentrieren. Okay. Okay, cool. Bin zurück. Das reicht mir schon, weil sonst wird es wieder zu überladen. Ist es fast hier eigentlich schon, aber das gibt einen cooler Effekt. Also nicht nur Punkte machen, sondern im Prinzip auch, ihr könnt auch Linien ziehen. Schaut mal, was da rauskommt, wie Federn. Ich zeige es euch jetzt eh gleich von daheim. Also gut. So, jetzt natürlich wie immer von nahem. Und schauen wir es uns mal an. Also was richtig cool ist, finde ich gerade hier. Es sieht echt aus wie eine Feder. Ist richtig schön geworden. Da kann man noch viel mehr machen. Da kann man noch so viel rumspielen. Okay, jetzt zeige ich es mal hier. Und da habe ich ja auch die Striche gezogen. Richtig cool. Und hier natürlich die Punkte, wo ich gesetzt habe. Hier wird es dann etwas dezenter. Und da ist eigentlich nicht mehr viel gekommen am Rand hier. Aber ich kann euch nochmal diese, ich sage jetzt einfach mal Wirbelsäule zeigen. Ja, richtig cool. Und drüben eigentlich mehr oder weniger dann der silberne Bereich. Starte ich einfach auch mal von außen. Also wie gesagt, wenn ihr hier zieht, das Silikon mit dem Stäbchen, kommen da auch richtig super Effekte raus. Hier was ganz Dezentes. Da bin ich mal gespannt, wenn es trocken ist. Okay, cool. Gut. Dann war es das schon von mir. Und dann hoffe ich, euch hat Spaß gemacht. Euch hat es gefallen. Auch wieder mal inspiriert worden zum Nachmachen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen hoch.
und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.